So Freunde, der Volksmund sagt gemeinhin, wer billig kauft, kauft zweimal. Und für das heutige Video stimmt das, denn wir gucken uns heute Nischendüfte an, die so günstig sind, dass man gleich zwei auf einmal kaufen kann. Ist natürlich nur ein Witz, ist gelogen, die Dinger sind immer noch nicht günstig. 150 € soll hier heute so ein bisschen die Grenze sein, ist auch für mich immer noch viel Geld, aber in der Nische, wo irgendwie the sky the limit ist, gilt das wahrscheinlich noch irgendwie als preiswert. Ihr wisst also, was euch erwartet. Top 10 Nischendüfte für unter 150 € und damit sage ich herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich bin richtig angezündet, weil ich das Video jetzt zum x-ten Mal aufnehmen muss, weil irgendwie die Qualität immer im Arsch ist. Ich weiß auch nicht, da kauft man sich von Apple so ein iPhone, kostet irgendwie 1700 € und das, was es filmt, sieht aus, als hätte man es mit einem Gameboy aufgenommen. Cool von der Firma Sachen zu kaufen für einen astronomischen Preis, ne, wo deren CEOs dann bei der Inauguration von Trump stehen und irgendeinem Tech-Autokraten ins Arschloch reinkriechen. Super cool, das finde ich gut, aber ihr kennt das ja, hier wird ja nie irgendwie Kapitalismuskritik geäußert. Wir sind hier unpolitisch, wir konzentrieren uns hier nur auf Parfums und darum soll es auch heute gehen. Kleine Sache am Anfang noch, wir werden nur auf absolute Preise gucken. Wir rechnen hier nicht auf 100 Milliliter hoch oder so, wir bescheißen uns einfach ein bisschen selber. Wir gucken einfach auf den Duft und auf den Preis und das ist es dann. Den Anfang machen wir mit dem Black Afghano, ist eine absolute Legende, ist ein Banger, kennt jeder, ist Gualtieris berühmt-berüchtigter Haschischduft, oft kopiert, ja eigentlich nie erreicht und maximal preislich, weil diese ganzen Düfte, die das so nachahmen, irgendwie teurer sind als das Original. Hier haben wir jetzt 30 Milliliter Extrait de Parfum für 130 € und das finde ich absolut fair. Als ich den Duft das erste Mal gerochen habe, weiß ich noch, das war wirklich mein erster Kontakt mit Nischendüften. Da habe ich den Bara Onda dann für mich entdeckt und den hier habe ich gerochen und dachte, was zur Hölle ist das? Das fand ich furchtbar. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Leute das tragen wollen. Das ist so harzig, so düster, so rauchig, so erdig. Und klar, das liegt zum einen an dieser Haschischnote. Das ist ja ein Harz. Zum Glück nicht dieses Kiffgras, weil das kann auf Tod nicht ausstehen. Wenn ich da hinter so jemandem herlaufe mit Baggy Pants und selbst gehäkelter Beanie auf dem Weg zum Tantra-Seminar oder was weiß ich, zur Chakrenreinigung oder sich eine Palette Monster Energy holen für die nächste Playstation-Session, kann ich nicht riechen. Hier ist zum Glück nur das Harz drin, nur die erdigen Noten, Weihrauch, Tabak, vielleicht was minimal Animalisches, würde ich aber auch nicht richtig sagen. Ehrlich gesagt eher holzig, eher harzig. Und man muss schon trotzdem diese leichte Haschischnote irgendwie mögen, aber irgendwie macht der Duft im wahrsten Sinne des Wortes so ein bisschen süchtig. Ich habe den irgendwann haben müssen und bis heute nicht bereut, will ich auf gar keinen Fall den mehr abgeben. Das Ding bleibt in meiner Sammlung. Ich liebe den durch und durch, ihr merkt es, ist eigentlich was für die dunklen Tage. Wenn ihr mal schlechte Laune habt, so wie ich heute, sprüht ihr euch den auf. Ihr habt eine richtig tolle, finstere Aura, könnt direkt aufs WGT fahren, ist mega nice. Nur nicht in die Polizeikontrolle, sonst guckt der Wachtmeister euch noch im Kofferraum und wer weiß, was er da findet, guckt da blöd aus der Wäsche, ist auch nicht gut. First time ever on TFR. So, als nächstes haben wir den Mécanique du Désir von Pierre Guillaume. Und das ist ein Duft, der ist auch eine Marke, die mir lange nichts gesagt hat. Und irgendwann habe ich festgestellt, die haben ganz spannende DNAs. Ja, also viel auch so animalisches Zeug. Und der Pierre ist Sohn eines Chemikers, also der Apfel fällt hier nicht weit vom Stamm. Und Vater Pierre und Klein Pierre haben dann zusammen immer an alten Oldtimers geschraubt. Scheinbar haben die eine Oldtimer-Sammlung und dann roch das immer so nach Öl und Maschinen und der hat das Maschinen- oder Motorenschweiß genannt. Und das soll der Duft so ein bisschen abbilden. Wichtig bei Pierre Guillaume ist, dass das immer tragbar bleiben soll. Also experimentelle Düfte ja, Tragbarkeit auch ja. Und das schließt sich ja manchmal so ein bisschen aus. Ne? Da gibt es dann so Konzeptdüfte, wo man dran riecht und denkt, ach du große Neun. Und das ist hier nicht der Fall. Wir haben so ein bisschen so ein Fahrenheit-Veilchenblatt, was so ein bisschen anledert. Es gibt Aldehyde, schwarze Johannisbeerknospe, ein bisschen Moschus, ein bisschen Mandarine. Am Ende ist das ein eher frischer, eher frühlingshafter Duft, hat aber so metallische Noten, die tatsächlich so eine Assoziation an Motoren oder kaltes Öl zulassen. Nicht so extrem, wie der Duft suggeriert. Ihr könnt mal bei Parfumo gucken, gibt auch jemanden, der sagt, das riecht wie Scheibenwaschflüssigkeit oder so. Das würde ich jetzt nicht sagen, aber die Johannisbeere ist tatsächlich eher sauer als süß und die Aldehyde sind niemals seifig, niemals oldschoolig, aber insgesamt ergibt das einen sehr runden, frühlingshaften, leicht ledrigen Duft. Tolle Haltbarkeit, moderates Sillage, kein Beast Mode, aber das wollen wir heute auch gar nicht machen. Probiert es mal aus, viele tolle DNAs und der Mechaniker der Leidenschaft hier, das ZDF-Vorabendprogramm, ist ein wahnsinnig guter Einstieg, kostet für die 50 Milliliter, glaube ich, so 110 €, ist also Value for Money. Als nächstes haben wir von Maison Incense den Fig Elé und das ist ein Feigenduft, wie der Name ja schon vermuten lässt. Feigendüfte gibt es jetzt viele, unter anderem auch den Parisien Masque von Mathieu Premier und hier haben wir einen Feigenduft, der mich richtig umgehauen hat, weil der unerwartet ist. Also wirklich, also in erster Linie ist das natürlich ein, ja, was soll ich sagen, grüner Duft. Der hat grüne Noten, der hat eine grüne, unreife Feige, der hat Tuberose und Iris und damit ja, qualifiziert er sich ja ehrlich gesagt eher als so ein Damenduft. Ne?
Schon sehr grün, aber auch die Tuberose mit dieser leichten Kaugumminote und pudrigen von der Iris, das funktioniert schon alles. Ein helles Weißblüher-Ding, was aber durch diese grünen Noten auch wirklich so eine gewisse Säure bekommt. Jetzt könnte man sagen, okay, alles klar, ist ein sehr sauberer Duft für den Frühling, Sommer, klasse. Hier ist der Catch. Das Ding hat eine super animalische Basis. Da sind 2 Moschusarten drin, beide wahrscheinlich, würde ich jetzt sagen, eher synthetisch. Bibergeil, Zibet, und das kommt irgendwann durch. Ja, am Anfang denkt ihr dann noch, ihr seid irgendwie im Garten und lustwandelt und dann kommt der Biber und haut euch mit der Keule auf den Kopf. Nie zu doll. Der haut ganz zärtlich. Ja? Also es ist kein Duft, der am Ende sich in so ein animaligen Monster verwandelt. Der bleibt immer tragbar und der behält auch diese Tuberosennote und dieses Grüne von der Feige immer bei. Aber halt konterkariert, ein bisschen gebrochen durch diese animalische Basis. Ist geil. Der Bottich hier kostet 150 Euro für die 100 Milliliter, würde die Liste jetzt ausreizen. Gibt es aber auch noch in 50 Milliliter, kostet dann 108 Euro und dann gibt es auch die kleine Portion. Kann man auch in klein ausprobieren. So, wir sprühen heute viel. Ich will den nämlich auch nochmal sprühen. Das ist der Visiteur Beach Bizarre. Ich muss immer sagen, Beach Bizarre klingt so ein bisschen wie so eine Sexparty irgendwie. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es hier diesen komischen Laden gibt, die Boutique Bizarre auf der Reeperbahn. Das ist auch so ein Sexshop. Irgendwie habe ich da so Assoziationen. Das ist jetzt 140 Euro für 75 Milliliter, tolle Kappe. Also fast die Range ausgereizt und ist ein irrer Duft. Also Visiteur hatten wir ja schon mal und der Beach Bizarre, der Name ist hier Programm. Ihr bekommt hier auf der einen Seite typisch aquatische Noten, also Ambra, Salz, Seetang, solche Geschichten. Aber dann gibt es auch eine Cannabis-Note, übrigens auch wieder kein Kiffgras, bin ich sehr, sehr froh drum. Und exotische Früchte. Und jetzt kann man sich natürlich sagen, wie geht das zusammen? Ist das so ein Haarspray, aber purer Ding? Überhaupt nicht. Tolle Sprüher, ich zeige das gerne immer wieder. Super, das ist herrlich, habe ich gleich wieder im Maul, schmecke ich den ganzen Tag. Nee. Das ist eher so eine Bananennote und auch eine leicht rauchige. Das ist so, als würdet ihr am Strand sitzen. Da liegt jede Menge komisches Treibgut rum. Einer kifft vielleicht und ihr fresst gebackene Banane, mümmelt die rein. Und also das ist einfach ein Sommer-Frühlingsduft. Wenn ihr den trägt kein anderer. Seid ihr absolut unique. Und wie gesagt, finde ich auch von der Haltbarkeit und des Sillage toll. Und ist einfach super ungewöhnlich. Müsst ihr halt mögen, gerade diese Bananennote mit diesen grünen, aquatischen Noten muss man wollen. Ich finde es ein Megateil. Probiert das mal aus. Visiteur, geiles Ding. Dann haben wir den Trimaris von Jorum Studios aus der Progressive Botanicals Reihe, Ewan McCall. Und hier haben wir 30 Milliliter Eau de Parfum für, ich glaube, 98 Euro. Und das ist ein Iris-Duft, eigentlich ein sehr süßer, im Verlauf sehr süß. Am Anfang ist der tatsächlich so lipsticky, Iris-mäßig. Gibt auch Möhrensamen, Irisbutter, Angelika-Wurzel. Und dann so zig Sachen, wo ich immer sage, ja, wie riecht das? Das weiß ich nicht. Nektarine weiß ich noch, aber Moldbeere, keine Ahnung, Stechwacholder, Oud, Ambra, soll da alles mit drin sein. Der kriegt tatsächlich was Erdiges, was leicht Dreckiges, aber nie so ein Stinke-Oud. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Das ist so ein bisschen wie ein angeschmutzter, ein bisschen natürlich wirkenderer Dior Homme Intense. Der Dior Homme Intense ist deutlich eleganter. Der hier ist dafür ein bisschen femininer. Und wer das mag, dass das auch so ein bisschen möhrig wird und diese Süße ab kann, der kriegt hier einen ganz, ganz tollen Duft für ein relativ kleines Geld. Wie gesagt, also 98 Euro, unter 100 sogar. Finde ich total toll. Als nächstes schauen wir uns folgenden Duft an. Ist auch ein alter Bekannter, ist auch ein Banger. Ist der Ganymede von Marc-Antoine Barrois. Und hier muss man sagen, da kriegt man halt diese 30 Milliliter für 115 Euro. Ist ein hypersynthetischer Duft und ich finde Synthetik in Düften immer dann schwierig, wenn die so unabsichtlich ist, wenn die so durchkommt, weil jemand sein Handwerk nicht kann. Hier ist es ja darauf ausgelegt. Das ist ja so ein ozonischer Duft, der für mich, so stelle ich es mir vor, wie es auf der ISS riecht. Ich habe mal gehört, auf der ISS riecht es auch nach irgendwas. Ob es jetzt so riecht, weiß ich nicht, aber der riecht steril, der riecht klinisch. Wir haben dieses medizinische, Hansaplastmäßige vom Safran. Wir haben eine ganz leichte Fruchtigkeit durch die Mandarine und dann mit dem Osmanthus-Veilchen wird es ein bisschen ledrig. Und dieses Akigala Wood, dieses fraktionierte Patchouliöl, genau, fraktionierte Patchouliöl in der Basis, was in ganz, ganz vielen Düften drin ist, gibt dem diesen, ich sag mal, ja, das, was man von dem Ganymede eigentlich kennt, das, was den ausmacht, dieses Abstrakte, dieses Unterkühlte. Ganymede ist ja auch ein Jupitermond, ne? Also da ist ja dieses Space-Thema auch so ein bisschen, ist ein trippiger Duft. Man muss Synthetik mögen, man muss jetzt nicht Quentin Bisch lieben, aber man muss seinen Herangang an Parfümerie schon irgendwie akzeptieren können, sonst wird man hiermit nicht warm. Finde ich trotzdem ein wahnsinnig tolles Ding, ist ein Ganzjahresduft, ein bisschen zu stark, aber ansonsten wirklich toll. Also wenn ihr mal Bock habt, im ledernen Raumanzug durch die Schwerelosigkeit zu gleiten, probiert da einfach den Ganymede aus. So, jetzt gucken wir uns mal was ganz anderes an. Hier ist der La Voglia d'Amare von Filippo Sorcinelli. Ich erzähle jetzt nichts zum alten Schneider, wisst ihr alles selber.
Seit dem Risveglium weiß ich übrigens, dass man das G im Italienischen nicht spricht, dass es nicht Risveglio, sondern Risveglio heißt und hier halt auch nicht La Voglia, sondern La Voglia d'Amare. Ja, wir wollen das natürlich richtig sagen. Hier haben wir jetzt überhaupt gar keinen typischen Zoccinelli-Duft mit Weihrauch. Wir haben Extrait de Parfum, 50 Milliliter, 120 €, finde ich erstmal gut. Und das ist ein Duft, der Kokosnusscreme mit Kiefernteer zusammenbringt. Ja, es gibt auch noch so ein bisschen Eichenmoos und Irisbutter und was weiß ich, dann noch eine Mandarine, aber die fliegt maximal vorbei. Also dieses Mandarinenthema, ja, vielleicht so ein bisschen angesüßt im Start, aber das Opening riecht erstmal wie Holzschnittabteilung beim Obi. Ne, also wenn ihr da jetzt irgendwie Bretter schneidet, diese heißen Späne, könnt ihr euch vorstellen, mit einer Flex durch eine Kokosnussschale, so vielleicht. Und dann wird der Duft im Verlauf, ihr liegt am Strand, es ist alles wunderbar perfekt, ihr cremt euch ein mit einer super teuren Kokosnuss, Bodylotion, Sonnencreme, irgendwas und nebenan sitzt irgendwie Arno Dübel und raucht eine nach der anderen. Es ist herrlich. Es ist wunderbar. Und der sitzt jetzt neben euch und ja, ihr könnt euch das Ergebnis im Duft am Ende vorstellen. Es ist ein ganz schön extremer Sommerduft, sehr untypisch. Ist sehr geschmacksabhängig. Ich glaube, viele Leute mögen das vielleicht nicht, diese Kokosnuss-Kombi mit Rauch. Ich finde das phänomenal, ich finde das außergewöhnlich. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Und wie gesagt, für ein Extrait ist das auch ein wirklich guter Preis. Dann schauen wir uns den nächsten Duft an. Jetzt wird es ein bisschen erotisch, nämlich den The Lover's Tale von Francesca Bianchi. Das ist, wenn man auf dem Papier hinguckt, vielleicht eher ein Chypre-Duft. Es gibt Eichenmoos, es gibt Rose und Jasmin, es gibt Bergamot, also alles, was ein Chypre braucht. Aber das kriegt man hier nicht. Hier hat man vor allen Dingen ein pudriges, buttriges, super animalisches Leder. Diese ganzen anderen Noten, die da noch drin sind, Honig, Heliotrop, ja, Pfirsich, kommt vielleicht irgendwann, das ist ja keine richtige Pyramide. Pyramiden insgesamt, wisst ihr auch, ist ja viel Marketing. Ne? Hier ist vor allen Dingen so ein Potpourri, dreckiges Leder, ist so ein bisschen der Lippenstift in der Lederjacke, die über dem Stuhl hängt, während rechts gebumst wird. So ungefähr riecht das Teil. Kann man selten tragen, bin ich ganz ehrlich. Ist einfach, Performance ist over the roof, also das ist so, oder over the moon sagt man, ne? Through the roof, over the moon. Ist einfach super brutal, gibt wenig Gelegenheiten, den zu tragen, aber ist halt auch wirklich nischig. 108 € für die 30 ml. Ist, also wenn ihr mal ein Date habt, ne, wo ihr wisst, heute Abend kracht's, dann könnt ihr euch das Teil, dann könnt ihr euch das draufsprühen. Ne? Dann kommt er da in der Lederkombi, zieht den Reißverschluss an der Pferdekopfmaske zu und ab geht's. Wir bleiben jetzt mal so ein bisschen in diesem Sex-Sujet, weiß ich nicht, weil es so viel Spaß macht. Und wir gucken uns hier den Perfume Sax X Sascha Frolova an. Perfume Sax ist die Marke von Andreas Wilhelm, dem Parfümeur, der auch die Düfte zum Beispiel von Père Noir gemacht hat. Und wenn man jetzt mal guckt, hier neben dieser Silhouette, da sind auch die Inhaltsstoffe drauf. Das ist natürlich Turbosynthetik, denn es gibt zwei Sascha Frolovas. Eine ist US-amerikanische Schauspielerin, die andere ist russische Künstlerin, macht Skulpturen und Performancekunst und macht so ja, aufblasbare Kostüme, ganz viel mit Latex, auch so, was so ein bisschen an Anime-Charaktere erinnert. Und das soll dieser Duft wiedergeben. Und der ist auch, ähnlich wie der Ganymed, wieder so hypersynthetisch, aber on purpose, mit Absicht. Ne? Also diese Beeren, die da drin sind, also irgendwie rote Beeren, Himbeeren, Rhabarber, schwarze Johannisbeere, Schlag mich tot, Gras, Zitrone, was da alles drin sein soll, es ist ein Potpourri an Synthetik. Das haut euch erstmal auf die Nase und riecht wirklich wie so ein Präservativ, wie so ein Erdbeerkondom von Durex oder sowas. Aber nicht schlecht, komischerweise nicht schlecht und hat einen tollen Verlauf. In der Basis gibt es auch noch Moos, Leder, Nagamota, was Rauchiges und das stimmt tatsächlich. Ich habe den mal aufgetragen und festgestellt nach einer Zeit, ich wusste gar nicht mehr, welcher Duft das ist, weil ich habe da dran gerochen und der so ledrig geworden ist, dass ich erstmal das gar nicht mehr mit dieser super synthetisch fruchtigen Kopfnote zusammengebracht habe. Wenn ihr mal was wagen wollt, wenn ihr was ausprobieren wollt, wenn ihr sagt, ich challenge mich mal, 70 € für die 30 ml, könnt ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Wie gesagt, testet es lieber. Ne? Kauft euch keine ganze Flasche. Ich kann euch immer nur raten, kauft euch irgendwie Samples, kauft euch Abfüllung, ob das jetzt im Souk ist oder im Sample Service bei Woodburg oder wo auch immer. Nicht den ganzen Flakon. Ich habe so viele Dinger hier rumstehen, von denen ich wünschte, ich hätte sie nicht gekauft, die ich jetzt nicht wieder loswerde. Es sei denn, ich hau da halt ein Preisschild dran, dass ich mich arm mache. Immer testen, dann erst kaufen. Wisst ihr Bescheid. Letzter Duft für heute, kommt von der Marke, hatten wir auch schon mal, ist von Rhizome. Und da hatten wir den 07, diesen Iris-Duft, und das waren 100 Milliliter, weil diese durchnummerierten sind 100 Milliliter. Diese andere Serie hier, das sind 50 Milliliter, und das ist der Crushed Symphony, angeblich, weil da Oud drin ist. Trotzdem 110 €, die durchnummerierten 110 für 100, hier sind es jetzt 110 für 50 €. Nichtsdestotrotz ein geiler Duft. Und jetzt fragt man sich, was, ein Oud-Duft, jetzt auch kein Rose-Oud-Duft, doch, ist auch noch ein Rose-Oud-Duft. Und Safran ist auch noch drin, als Safranblüte.
das ist eigentlich eine DNA, wo ich sagen würde, sorry, das haben wir durch. Das haben wir in jedweder Kombination durchgespielt. Und trotzdem finde ich den geil. Warum? Nicht, weil der verhältnismäßig günstig ist, sondern weil der ein zitrisches Opening hat, ohne dass er jetzt so eine Bergamott oder Zitrone hat, sondern eine Orange, was nicht ganz so spitz ist, aber trotzdem den erfrischend macht. Und dann kriegt ihr plötzlich so einen Rose-Oud-Duft, komplett ohne Animalik, ist ein sehr weiches, sehr schönes, eher süßliches Oud. Ob es echt ist, kann ich euch nicht sagen, tut mir leid. Fakt ist, es ist eigentlich eine gelernte DNA, aber frühlingshaft interpretiert. Die Basis ist dann wieder typisch Amber, Patchouli, Vanille und so, also nicht mehr so ganz frühlingshaft, aber der Start, also falls jemand sagt, Rose Oud für einen guten Preis, kriege ich gar nicht genug von und würde ich gerne auch mal tragen, wenn es wärmer ist, dann könnt ihr den Crushed Symphony ausprobieren. Ist auf jeden Fall ein geiles Brett für die wärmere Jahreszeit. Nicht für warme Tage, aber für die wärmere Jahreszeit. Einfach, weil er so schön komponiert ist, weil er so einen schönen Verlauf hat und weil er einfach Spaß macht zu tragen. So, das soll es jetzt gewesen sein. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel geraged. Schreibt mir mal in die Kommentare, was eure Top-Düfte für unter 150 € sind, bei welchen Düften ihr sagt, die sind super geil. Schreibt auch gerne Lob, Kritik rein. Welche Düfte fandet ihr heute besonders spannend? Welche Düfte interessieren euch? Würdet ihr gerne mal testen? Ja, das Übliche. Und ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben. Lasst ein Like da, am besten noch ein Abo. Das hilft mir immer schön, den Algorithmus ankurbeln. Und guckt euch gerne auch noch auf dem Kanal um, was es sonst noch hier für Videos gibt. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen würden. Und bis dahin sage ich alles Liebe, alles Gute und tschüss.